Ihr Arbeitsplatz ist in den Wolken. Egal ob Helikopter oder Tornado, Bundespolizei oder Bundeswehr, Piloten gehen immer bis ans Limit. Die ADAC Luftrettung betreibt mit mehr als 50 Rettungshubschraubern eine der modernsten Heliflotten Europas. An 37 Luftrettungsstationen sind die Gelben Engel vertreten. Eine davon ist der Stützpunkt am Unfallkrankenhaus in Hamburg-Boberg. Pilot Michael Gomme auf dem Weg zum Dienst. Er fliegt den Gelben Engel Christoph Hansa. Alle Luftrettungshubschrauber tragen den Namen des heiligen Christophorus, denn er ist der Schutzpatron der Reisenden. Gomme ist einer von 3 Piloten des Christoph Hansa. Fliegen hat er bei der Bundeswehr gelernt. Etwa 1500 Mal pro Jahr rücken die fliegenden Retter von hier aus. Dienst ist jeweils zwischen 7 Uhr und Sonnenuntergang. Ich mache eine sogenannte Vorflugkontrolle. Das macht man morgens, um zu gewährleisten, dass der Hubschrauber in einem flugfertigen Zustand ist. Das heißt, man guckt nach ausgelaufenen Betriebsstoffen, ob Teile locker sind, ob die Dinge, die sich bewegen sollen, bewegen und ob der Gesamtzustand des Hubschraubers vernünftig ist. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Ölleitung über Nacht undicht wird. Was auch vielleicht mal vorkommen kann, was einfach auch nicht unmenschlich ist, dass man auch mal einen Fehler macht. Zum Beispiel, wenn die Technik hier war, kontrollieren wir ganz besonders den Hubschrauber, ob vielleicht einer von den Verschlüssen offen gelassen wurde oder dass er wieder aufgesprungen ist. Der ist federbelastet, sowas kann zum Beispiel passieren. Der Hubschrauber steht im Hangar auf einer elektrisch angetriebenen Plattform. So kann ihn eine einzige Person in Startposition bringen. Der Name von unserem Hubschrauber ist Christoph Hansa, das ist der Funkrufname. Alle Rettungshubschrauber in Deutschland heißen erst mit Christoph und dann entweder haben sie eine Zahl oder einen Namen dahinter. Unser ist der Christoph Hansa. Christoph Hansa war der erste Ambulanzhubschrauber in Deutschland und wird eingesetzt, um in ärztlicher Begleitung Patienten schnell zu verlegen. Rettungsflüge unternimmt er aber auch. Wir begleiten Gomme und seine medizinischen Gefährten 3 Tage lang und erleben dabei viel Überraschendes. Das sind erstmal die Daten, auf die ich mich verlassen muss, weil das sind die Stationen, die jetzt das Wetter live alle halbe Stunde melden. Dann kann man halt sehen, mit unterschiedlichen Farben kann man einschätzen, wie das Wetter dort vor Ort ist. Grün ist natürlich super, rot ist nicht so gut. Und wenn man in Gebiete fliegt, wo keine Wetterstation ist, muss man entweder interpolieren oder man muss halt gucken, wie das Wetter vor Ort ist, indem man wirklich hinfliegt. Man sollte natürlich nicht so verwegen sein, in absolutes Katastrophenwetter reinzufliegen. Des Weiteren gilt, wenn der Hamburger Flughafen eine Wolkenuntergrenze von 500 Fuß gibt, sollte man sich das auch überlegen, weil dann schon die Türme der Kirchen zum Teil in Wolken sind, Hochspannungsleitungen schon kritisch werden. Jeden Morgen guckt Michael Gomme erstmal in den Computer, wie das Wetter wird. Hamburg ist berüchtigt für sein wechselhaftes Wetter. Ich treffe die Entscheidung in Bezug auf das Wetter wäre fliegbar, meiner Ansicht nach. Es ist aber nicht so, dass ich hier alleine bestimme. Da sitzen noch 2 Leute, die auch im Zweifelsfall an ihrem Leben hängen und natürlich auch Mitspracherecht haben. Es gab bisher noch nie die Situation, dass sie gesagt haben, oh, das Wetter sieht aber so schlecht aus, ich steige jetzt nicht mehr ein. Aber diese Option gibt es. Wenn einer aus der Besatzung sagt, das sieht nicht so aus, als ob wir das machen sollten, dann wird es nicht gemacht. Einsatzalarm für Christoph Hansa. Von dem Moment an, wo der Einsatz aufläuft, hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wo die Leute sind. Ob sie sich jetzt gerade im Hangar aufhalten, ab und zu ist der Notarzt aber auch im Krankenhaus. Dementsprechend braucht er ein bisschen länger her. Wenn man auf der kurzen Strecke rennt und es kommt auf diese paar Sekunden an, dann wird man die Person wahrscheinlich auch mit Rennen nicht retten können. Muss man sich mal nichts vormachen. Auf 30 Sekunden kommt es meist nicht an. Es geht ja auch darum, dass man sich nicht auf dem Weg zum Hubschrauber noch den Fuß verknackst, weil das hilft niemandem. Und im Winter ist es zum Beispiel auch glatt, da muss man halt dementsprechend vorsichtig zum Hubschrauber gehen. Also grundsätzlich kann man sagen, es wird schnell gegangen, aber möglichst nicht gerannt, um den nicht selbst noch zu gefährden oder sich den Fuß zu verknacksen. Dieser erste Einsatz heute wird schon nach wenigen Sekunden storniert. Kurze Zeit später hebt Christoph Hansa erneut ab.
Mit an Bord sind Notarzt Thorsten Salamon und Rettungsassistent André Gebauer. Ziel ist ein Haus im Hamburger Umland. Ein Mann mit Hirntumor ist zu Hause zusammengebrochen. Ob die Situation akut lebensbedrohlich ist, weiß das Team an Bord aber noch nicht. Vorne, neben dem Piloten, ist der Platz des Rettungsassistenten. Hinten sitzt der Arzt. Die Kosten für einen Rettungshubschrauber-Einsatz trägt in der Regel die jeweilige Krankenkasse des Patienten. Der Einsatzort kommt in Sicht. Der Pilot leitet den Sinkflug ein. Landing. 200 Fuß. Ein offenes Feld dient als spontaner Landeplatz. Okay, it's from ground, you can cross. It's a truck. Ja, bitte. Rettungsassistent André Gebauer verlässt als erster den Heli. Er und Notarzt Thorsten Salamon suchen den besten Weg zum Haus des Patienten. Unsere Kamera darf nicht mit ins Haus. Hat er irgendwas gesagt vorher, dass er sich nicht fühlt oder so? Nee, das hat mich ja gewundert. Er ist aufgestanden, richtig toll heute. Ja. Ist er blau geworden? Lippenblau, so ein bisschen gespeichelt? Ja, Augen offen? Immer mehr, immer weniger. Haben Sie eine Krankenkassenkarte von Ihrem Mann? Die wollten natürlich fürs Krankenhaus, sonst sind die mal ein bisschen eingeschnappt. Da fahre ich, wo ich ihn jetzt letztendlich... Wir bringen ihn ins UKE. Mal die Füße ein bisschen anziehen. Jawohl. Der Gesundheitszustand des Mannes ist soweit stabilisiert. Dennoch soll der Patient umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Dafür muss Christoph Hanser jedoch umgeparkt werden. Den geschwächten Patienten auf einer Trage über ein unebenes Feld zum Heli zu transportieren, erscheint zu riskant. Der Rettungswagen wird den Mann zu einem asphaltierten Parkplatz fahren, auf dem ein sicheres Umbetten möglich ist. Notarzt Thorsten Salamon mit einer ersten Einschätzung. Ja, ist ein Patient, der einen Hirntumor hat, operiert worden ist. Man konnte das nicht ganz entfernen, hat zurzeit Chemotherapie und hat jetzt das erste Mal einen Krampfanfall gehabt. Und ja, als wir kamen, war der Krampfanfall schon vorbei. Wir werden jetzt ins UKE fliegen, weil er da prima auch operiert worden ist. Und dann muss man gucken, diagnostisch, woran das jetzt gelegen hat. Ob der Tumor drückt, ob das durch die Chemotherapie, Flüssigkeitsmangel etc. kommt. Der einsetzende Regen macht die Situation nicht angenehmer. Gemeinsam mit den Kollegen des Rettungswagens wird der Patient in den Hubschrauber umgeladen. Machen wir eine Reihe hier so, ne? Bei 3. 1, 2 und los. So. Gib gleich noch eine kleine Kopfschale, ne? So. So, wird gleich wieder ein bisschen wärmer. Okay, gut. Pilot Michael Gomme startet die Maschine. Trotz schlechter Wetterbedingungen. Ich habe keine Angst. Also Angst fliegt nicht mit. Man sollte vor bestimmten Wetterphänomenen zum Beispiel Respekt haben. Gewitter zum Beispiel oder Nebel, schlechte Sicht. Man sollte sein Glück nicht zu sehr ans Limit treiben. Und dafür gibt es ja Regularien, die sollten wir einhalten. Und wenn man sich wirklich mal in eine Situation begibt, die nicht gut erscheint, dann sollte man auch einen Plan B haben, um da wieder rauszukommen. Im Zweifelsfall landet man den Hubschrauber bei schlechtem Wetter und wartet, bis das Wetter besser ist. Da reißt einem niemand den Kopf für ab. Hauptsache, am Ende des Tages kommt die Besatzung sicher wieder nach Hause. Das ist das wichtigste Ziel. Christoph Hanser hat die Distanz zum Universitätsklinikum ohne Zwischenfälle zurückgelegt. Obwohl sich die Wetterbedingungen nicht wirklich gebessert haben, setzt Pilot Michael Gomme den Heli sicher auf. Seinen Beruf hat er bei der Bundeswehr gelernt. Doch Rettungshubschrauber zu fliegen erschien ihm auf Dauer sinnvoller. Gemeinsam liefert die Hubschrauberbesatzung den Patienten in der Notaufnahme ab. Hier übergibt Notarzt Thorsten Salamon den Patienten an seine Kollegen.
Als wir ankamen, dann schon so ein bisschen in der postiktalen Phase wieder, Augen auf, noch nicht so richtig adäquat reagierend, aber alles bewegend auf taktile Reize, im Verlauf dann zunehmend aufgeklärt, völlig orientiert jetzt. Dieser Einsatz ist für die Crew von Christoph Hansa damit beendet. Noch ahnen sie nicht, welche überraschenden Einsätze der folgende Tag zu bieten hat. Tschüss. Am nächsten Tag ist das Wetter zunächst viel besser. Der erste Einsatz führt die Besatzung von Christoph Hansa nach Steilshoop. Ein Fußballfeld ist der ideale Landeplatz. Mehr als 20.000 Einsätze sind die gelben ADAC-Rettungshubschrauber seit ihrer Gründung in Hamburg geflogen. Den jeweiligen Einsatzort bekommt die Hubschrauberbesatzung per Funk mitgeteilt. Dennoch ist die Suche nach der richtigen Adresse nicht immer leicht. Ach, da hinten, ja. Sehr gut. Notarzt Thorsten Salamon und Rettungsassistent André Gebauer wissen nicht genau, was sie in diesem Haus erwartet. Sie haben nur die Information, dass es um eine Person mit Atemnot geht. So, hallo. Rettungsassistenten vom Notarztwagen sind schon in der Wohnung. Sie treffen auf eine ältere Dame mit schweren Atembeschwerden und Erstickungsängsten. Bereite ein Medikament vor, was die Dame jetzt braucht. So abgeschält wie hier, so die Kondition aus. So ein Cortison. Ja, das wirkt abschwellend auf die Bronchialschleimhaut. Des Weiteren wird gerade noch über diese Sauerstoffmaske werden 2 Medikamente vernebelt, die Bronchien erweiternd wirken. Und das hilft dieser Patientin in diesem Zustand. Sehr gut. In ruhigem Tonfall erklärt Salamon der Patientin, was nun geschehen wird. So. Sie bekommen jetzt ein Medikament, was das Atmen erleichtert. Das kann aber auch sein, dass sie davon so ein bisschen duselig wird. Ja, brauchen Sie keine Angst haben. Ja. Glücklicherweise ist auch eine Freundin der Patientin da. Fürsorglich und routiniert wird die alte Dame in den Rollstuhl gehoben. Jetzt müssen Sie einfach fallen lassen. Kann ich die Latschen haben, ne? Ich schaue. Vielleicht, wenn ich es schaffe, komme ich morgen. Rein, ne? Die Rettungsassistenten tragen die Patientin die steile Treppe hinunter. Unten vor dem Haus wartet der Rettungswagen auf die alte Dame. Notarzt Thorsten Salamon wird sie ins Krankenhaus begleiten. Kurze Zeit später trifft der RTW am Krankenhaus Barmbek ein. Pilot Michael Gomme landet unterdessen seinen Heli auf dem Dach des Krankenhauses, um Notarzt Thorsten Salamon wieder an Bord nehmen zu können. Der ist allerdings noch beschäftigt. Und so ergibt sich für den Piloten und den Rettungsassistenten eine kleine Verschnaufpause. Der Notarzt hat jetzt eben noch ein paar Minuten zu tun, wo er jetzt diesen Einsatz dokumentieren muss. Und das kann man immer gut nutzen, um ein bisschen Wasser zu sich zu nehmen. Ursache der Atembeschwerden ist eine chronische Lungenkrankheit, die vor allem Raucher betrifft. Grundsätzlich werden wir an der Grunderkrankung nichts ändern, klar. Aber in dem Moment, wo sie akute Atemnot hat, ist es natürlich eine deutliche Erleichterung, wenn es besser geht. Nicht? Das Gefühl des Erstickens ist eben halt sehr unangenehm letztendlich. Und sobald man das für den Patienten lindert, ist es auf jeden Fall ein Erfolg. Dieser Einsatz wird nicht der letzte für heute sein. Doch zunächst geht es zurück zur Einsatzbasis am Unfallkrankenhaus Boberg. Der Hangar verfügt über einen Aufenthaltsraum für die Crew und die Einsatzzentrale. Autobahn 1! Dibbersen und Hietfeld. Dibbersen und Hietfeld, so. Einsatzbefehl für Christoph Hansa. Auf einer Autobahn hat sich ein Unfall ereignet. Mehr wissen die Männer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Eile ist geboten. Eine normale Zeit, um den Hubschrauber zu starten, von dem Moment, als der Einsatz aufläuft, bis zum Moment, wo in der Luft sind so 2 bis 3 Minuten.
Trotz aller Routine. Der Adrenalinpegel von Notarzt Salamon steigt. Es ist schon so, dass natürlich man eine gewisse Erwartung hat und damit natürlich auch der Stresspegel doch erstmal leicht steigt. Aber Verkehrsunfälle mit LKWs sind ja meist doch schwerwiegender. Kann man schwer abschätzen. Manchmal ist wenig los, haben alle Glück gehabt und es wird bei entsprechenden Verkehrsunfällen gleich ein Hubschrauber mit alarmiert. Kann auch furchtbar sein, also müssen wir gucken. Die Unfallstelle liegt kurz nach der Autobahnauffahrt von einem Parkplatz. Ein LKW ist mit einem PKW kollidiert. Unachtsamkeit mit schweren Folgen. Hier handelt es sich um einen Verkehrsunfall, weil wohl ein Pkw-Fahrer auf die Autobahn raufgefahren ist, einen Laster nicht gesehen hat und dann mit einem Lastwagen kollidiert ist. Erstversorgung am Straßenrand. Die Freiwillige Feuerwehr aus Dibbersen war als erster vor Ort. Trotz des Totalschadens des Pkw scheint alles glimpflich verlaufen zu sein. Sie waren auch im Laster mit drin? Ja, ich habe den ersten gefahren, da wo er reingefahren ist. Ja, alles klar, okay. Wie Gut. gesagt, ist soweit okay. Ja, Sie sind okay, die beiden sind auch leicht verletzt. Ja, ne? Also es ist halt alles gut ausgegangen. Ne? Sie sehen, das Legen des Schlauches da tut mehr weh wahrscheinlich als der Unfall. Ja, ne? Ja? Okay. Ja, also, ist ja scheiße. Wenn es denen gut geht, dann ist das schon mal früh. Ja. Oder? Ja. Jetzt sagen wir mal den Umständen. Alles klar, okay. Ich weiß nicht, wo der hergekommen ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe mich auf den vorderen LKW konzentriert, weil der, wie gesagt, vor mir auf die Autobahn raufgefahren ist. Ich musste meine Geschwindigkeit ja anpassen. Und daher habe ich in dem Moment nicht in den rechten Spiegel geguckt. Und er kam von rechts. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Naja, mein Puls ist auch ein Ende höher, weil jeder Unfall ist scheiße. Also jeder Unfall ist einer zu viel. Während der Rettungsarbeiten gibt es plötzlich einen Knall. Ein Gaffer ist gegenüber in die Leitplanke gerauscht. So, wie es ganz häufig auf Autobahnen ist. Auf der einen Seite findet ein Unfall statt. Da die Herrschaften auf der anderen Seite aber gerne alle gaffen wollen und dann schön in die Bremse gehen, ist auf der anderen Seite jetzt noch ein Auffahrunfall hat dort stattgefunden. Man sieht, es staut sich ganz weit zurück. Das sieht drüben auch noch einigermaßen glimpflich aus, sind aber 3 Autos betroffen. Der Verkehr kommt zum Stocken. Und dieses ewige Gaffertum geht einem so dermaßen auf den Nerv, das ist kaum zu glauben. Auch Opfern des Gafferunfalls wird natürlich geholfen. Gaffen kann mit bis zu 1.000 € Bußgeld geahndet werden. Wer einen Unfallort filmt oder fotografiert, kann sogar für bis zu 2 Jahre im Knast landen. Dank der Gaffer staut es sich jetzt also in beiden Fahrtrichtungen. Jeder Einsatz wird schriftlich festgehalten. Wir würden jetzt wieder abrücken. Alle Patienten sind soweit versorgt und verteilt auf die entsprechenden Rettungsfahrzeuge und machen jetzt die Autobahn wieder frei hier. Es wird nicht lange dauern, bis die Hubschrauber-Crew den nächsten Gaffer erblickt. Ja, genau. Film, während du fährst. Delta Hotel. Das ist so. Es geht eine ATR vor Ihnen raus. Möglichst einen Kurzanflug machen und den Turm. Kopfschütteln bei den Luftrettern über die Rohheit, die heute auf deutschen Straßen herrscht. Doch jetzt geht es zunächst zurück zum Einsatzstützpunkt Hamburg-Boberg. Feste Pausen gibt es für die Rettungsflieger nicht. Verschnauft wird, wenn es dazu Gelegenheit gibt. Pro Schicht fliegt Michael Gomme durchschnittlich 3-mal zu Einsätzen. Wir werden hauptsächlich primär eingesetzt, das heißt, was man so sieht, Stadtrettung oder halt zu Unfällen. Da ist normalerweise der Radius 70 Kilometer um eine Station. Wir fliegen halt aber auch mal zum Beispiel da oben nach Sylt oder nach Kiel, nach Hannover runter. Häufig sind wir in Munster. Wir haben dazu hier, um einen schnellen Überblick zu finden, unsere Karte, die vom Flugaufdruck zwar nicht mehr aktuell ist, aber um die Distanz zu sehen, kann man das eigentlich ganz gut benutzen. Dann haben wir den kleinen Hubschrauber da unten und wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen von hier mal nach Cuxhaven fliegen, dann gucken wir, oh, das sind ungefähr 110 Kilometer und wir brauchen ungefähr 30 Minuten dafür.
Michael Gomme ist froh, dass er seine Fähigkeiten für etwas Sinnvolles anwenden kann. Ja, genau. Meiner Ansicht nach ist das Rettungssystem mit den Hubschraubern, so wie wir es in Deutschland haben, auf dieser Welt einzigartig. Mir ist nicht bewusst, dass ein anderes Land diese Dichte an Rettungshubschraubern hat, die dem öffentlichen Rettungsdienst zur Verfügung stehen. Bei diesem Einsatz weiß die Crew von Christoph Hanser genau, was auf sie zukommt. Es geht um eine Patientenverlegung. Im schleswig-holsteinischen Ort Heide wartet ein querschnittsgelähmter junger Mann auf seine Verlegung ins Unfallkrankenhaus Boberg. Die Klinik hat Europas größtes Zentrum für Querschnittsgelähmte. Michael Gomme sieht sich bei solchen Einsätzen als eine Art Taxifahrer, nur mit dem Vorteil, dass er jeden Stau überfliegen kann. Für Notarzt Thorsten Salamon und Rettungsassistent André Gebauer sollte es ein unaufgeregter Flug werden. Ungefährlich ist er aber dennoch nicht. Also die Alarmgrenzen eindödeln, das ist Immer wenn der Patient irgendwie umgelagert werden muss, von einem Bett auf ein anderes, ist das immer eine Gefahrensituation. Man muss immer aufpassen, dass einem wichtige Zugänge an den Patienten, im Wesentlichen der Atemweg, also die Beatmung, die arterielle Blutdruckmessung, zentrale Venenkatheter, dass sie nicht an irgendwelchen Metallstücken hängen bleiben, und das passiert leider ab und zu, und dann eben rausreißen. Vorsicht ist also für den Rettungsassistenten geboten, wenn er den Patienten, den wir nicht zeigen dürfen, in das Heck des Eurocopters 135 bettet. Behandlungen während des Fluges sind kaum möglich. einfach natürlich die Enge da ist. Also selbst wenn man Lilliputaner wäre, hätte man Probleme, dort an die Patienten überall ranzukommen. Jeder, der da mal reingeguckt hat, weiß, wie eng das ist. Und die Patienten sind ja meist auch nicht die schlanksten. Das kommt ja auch dazu, dass so das Durchschnittsgewicht doch ansteigt der Bevölkerung. Und von daher ist ein Hubschrauber extrem schwer, weil es einfach super eng ist und man ja sich eigentlich auch während des Fluges nicht abschnallen soll. Es kann losgehen. Der Patient liegt sicher. Er hat sich bei einem Unfall die Wirbelsäule gebrochen. Der Patient ist zwar operiert worden und versorgt worden und ist soweit stabil, was auch die Vitalwerte und so angeht, aber letztendlich muss er jetzt ja komplett auf das neue Leben eingestellt werden. Das heißt, er wird lernen, möglicherweise im Rollstuhl zu sitzen, sich selbst ein bisschen zu lagern und einige Dinge des täglichen Lebens trotz der schweren Behinderung eben zu lernen und zu schaffen. Die Versorgung Querschnittsgelähmter im Unfallkrankenhaus Hamburg-Boberg gilt als hervorragend. Und auch die Reha-Abteilung genießt einen guten Ruf. Pilot Michael Gomme versucht, den Patienten mit einem möglichst ruckelfreien Flug sanft ans Ziel zu bringen. Die Voraussetzungen sind gut. Das Wetter ist heute schön, die Wolken sind circa in 3.500 Fuß und man sieht ja auch zum Teil jetzt schon blauen Himmel, das wird also noch aufreißen. Wir fliegen jetzt in einer Höhe von 1.000 Fuß mit einer Geschwindigkeit durch die Luft von 128 Knoten. Da wir aber einen relativ starken Gegenwind haben und ich deswegen auch nicht noch höher gehe, wir haben über Grund eine Geschwindigkeit von 107 Knoten. Gomme hat seine Ausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Dort kontrollierte er per Helikopter Schiffe. Später bildete er andere Piloten aus. Ich hätte mir aber vorgestellt, dass Hubschrauberfliegen eine ganz tolle Sache ist und bin im Prinzip das allererste Mal dann auch wirklich selber erst in der Ausbildung zum Hubschrauberpiloten geflogen. Da habe ich dann auch gleich gesehen, das ist es. Also das war genau das, was ich machen wollte. Ankunft im Stützpunkt Boberg. Von hier aus sind es nur wenige Meter bis zur Klinik. Obwohl sich Michael Gomme nur als eine Art Taxifahrer versteht, lässt ihn das Schicksal der verletzten Passagiere nicht kalt. Er packt auch mit an, wenn es um Aufgaben am Boden geht. Sein Einsatz als Rettungshubschrauberpilot lässt ihn wertschätzen,
was Leben bedeutet. Es ist natürlich so, dass durch den Job man häufig sieht, wie schnell ein Leben vorbei sein kann. Es ist ja nicht vorhersehbar, wann einem ein Auto reinfährt oder wann ein unvorhergesehener Schlaganfall kommt oder ähnliches. Vielleicht lebt man ein bisschen intensiver dadurch oder mehr im Moment. Für den querschnittsgelähmten Patienten steht nun eine monatelange Reha-Phase an. Hi, grüß dich. Wo sollen wir denn hin mit dem Patienten aus Heide? Habt ihr da ein Zimmer vorgesehen? So, bei 3 bis zur Mitte. 1, 2 und los. Mentaler Abstand zum Geschehen ist wichtig. Doch manche Fälle berühren den Notarzt ganz besonders. Es sind immer wieder Einsätze, wo Kinder beteiligt sind, nicht, die dann schwer verletzt sind, vielleicht auch sterben oder sowas wie Säuglingstod, nicht, weil das natürlich insgesamt eine sehr anstrengende Situation ist. A, hat man selbst Kinder, ist froh, dass sie zu Hause und gesund sind, und dann ist man als Notarzt ja auch immer derjenige, der das irgendwie übermitteln muss. Draußen tankt Michael Gomme derweil den Hubschrauber wieder auf. Was er noch nicht ahnt, der nächste Einsatz wird nicht lang auf sich warten lassen. In den Tank passen maximal 710 Liter. So viel tanken wir aber nicht rein, weil sonst der Hubschrauber auch zu schwer wird. Beziehungsweise wir können nicht mehr so viel Nutzlast mitnehmen. Aber das ist ganz normales Kerosin, heißt Jet A1, wird also auch von den großen Flächenflugzeugen getankt, weil es halt eine Turbine ist. Das ist der normale Sprit. Ist ähnlich vergleichbar mit Heizöl. Das Gehalt eines Rettungshubschrauberpiloten ist gestaffelt und hängt von der Anzahl der Flugstunden ab. Das Einstiegsgehalt liegt bei etwa 45.000 bis 55.000 Euro im Jahr. Der nächste Einsatzbefehl ist da. Notarzt Salomon orientiert sich. Ich suche die Adresse raus. Auf diesen Karten hier, auf diesen alten, sind auch Sportplätze, Schulen und sowas eingezeichnet, und das sind dann immer gute Landemöglichkeiten für uns. Das hast du im Navi halt nicht, da hast du halt nur den Ort, wo du hin musst, und weißt nicht, was dich da erwartet im Prinzip, wenn du das nicht kennst. Und so kann man in dem alten Straßenverkehrserlass eingucken und dann auch möglicherweise einen geeigneten Landeplatz wie Sportplätze, Schulen etc. raussuchen. Da komme ich nicht rein. Da kann ich auch nicht landen. Da sind kleine Kinder, das ist doof. Das kommt alles nicht hin. Okay. Die Einsatzstelle ist genau in einem von dieser Dinger da. Ja, ich weiß. Und da vorne die Wiese am Ende der Straße. Ja, die habe ich auch schon gesehen bei der Bushaltestelle, ne? Ja, die ist gut. Die habe ich am Anfang schon gesehen, gut. Da steht eine Oma mit dem Rollator, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, wir gucken. Und für ich habe sie gesehen, vorne. Guck mal, ob ich hier so landen könnte. Passt das bei dir? Ist gut. Litfaßsäule und Bushaltestelle weit genug. Ja, alles klar, dann gehen wir jetzt hier runter. 20 mal 20 Meter braucht der Heli zur Landung. Die Einsatzmeldung war, dass eine Person leblos hinter einer Tür liegt. Und mehr wissen wir nicht. Was ist das, 35? Okay. Ja, es wird ganz am Ende sein. Oh, sag mal. Doch, wir müssen rein, aber... Warten Sie mal, die Feuerwehr kommt. Nee, hier unten aber kann man aufmachen. Die Haustür kann man aufmachen, klar. Wo siehst du jemanden? Achso, von der Seite, ja. Keine Atemexplosion. Lass mal gucken. Keine Ahnung, also blau oder so sieht er nicht aus, aber die Hände sind so... Der liegt da wohl schon seit 6 Tagen so. Also seit 6 Tagen hatte ich hier nichts mehr gerührt, und deswegen hat sie mich gefragt, ob ich da mal reingucken kann. Und ich habe nur gesehen, dass er da so liegt. Und dann hat sie ja irgendwie die Feuerwehr angerufen, glaube ich. Dann müssen alle rein und die Tür aufmachen. Ja.
dadurch, dass der Patient sich nicht bewegt und die Tür nicht öffnen kann, die Tür abgeschlossen ist, müssen wir uns irgendwie Zugang verschaffen, um ihn versorgen zu können. Da das Fenster gekippt war, versuchen wir es durchs Fenster bzw. gegebenenfalls durch die Tür. Und vorher können wir nicht tätig werden. Also die ganze Zeitersparnis, die wir letztendlich hatten, dass wir im Prinzip als erstes vor Ort waren, hat nichts genützt, weil wir nicht rankommen. Möglicherweise ist der Patient verstorben, ne, weil er schon mehrere Tage nicht gesehen worden ist. Ja, das riecht schon so. Ja, super, vielen Dank. Ja, haben wir uns schon gedacht, so als es nach draußen roch. Obwohl der Gestank etwas anderes vermuten ließ, der Mann lebt. Ja, ist klar. Also ich finde, bevor wir irgendwie groß was machen, er bewegt sich ja, tragen wir ihn raus. Leichter gesagt als getan. Der vermeintlich schwer kranke Mann hat offensichtlich die Gewalt über sein Leben verloren. Jo, Stufe. Wir müssen ihn erstmal gleich unter geordneten Bedingungen untersuchen. Dort in der Wohnung konnte man nichts abstellen oder hinstellen, weil das alles dermaßen verunreinigt war. Und da er kontaktbar war und reden konnte, haben wir uns erstmal entschlossen, ihn jetzt erstmal in den Rettungswagen zu verbringen, um dann die entsprechenden Vitalparameter zu heben und zu gucken, wo die Probleme liegen. Halt die Fresse, ey. Halt die Fresse, Amerika. Gut, alles klar. Ich würde sagen, Ich will jetzt mal eine Ruhe haben, ey. Ja. Gut, ey, Wo wollt ihr den hinbringen? Ja, Amalia, alles klar. Dann ich habe Daten, wir hauen ab. Er will ja nichts machen lassen. Der schwer alkoholisierte Mann lehnt jede Untersuchung ab. Er ist aggressiv geworden und wir haben dann entsprechend reagiert. Deeskalierend. Versuchen ihn nicht zu provozieren und wenn er sich nicht anfassen lassen möchte oder kein EKG kleben lassen möchte, dann klebe ich auch keins, weil das eine klare Ansage von ihm war. Der Vollrausch des Mannes hat die Einsatzkräfte gut 20 Minuten gebunden. Ein Glück, dass es in dieser Zeit keinen Unfall mit Schwerverletzten gab. Die hätten das Nachsehen gehabt. Weitere Einsätze durften wir an diesem Tag nicht drehen. Erst am nächsten Tag, bei denkbar ungünstigen Wetterverhältnissen, ist unsere Kamera wieder mit dabei. Wir treffen das Team bei den Startvorbereitungen am Unfallkrankenhaus Boberg. Egal wie eilig ein Notfall klingt, zunächst muss das Startprozedere durchlaufen werden. Okay, André, Pre-Take auf Jets. Warning Light. Sie sind jetzt aus. Caution Light. Petrolsas. Fuel 249 ausreichend. Instruments normal. INA ist an. Transponder an. IBSS 2-2, Cabin Checklist. No, True Green. Windcheck. Wind ist leicht aus Nordwest, wenn überhaupt. PDP. Der Kompassansage. Airflight Level Overhead ist clear. Los geht's. Die Leitstelle hat angegeben, dass eine Person vermutlich einen Herzinfarkt erlitten hat. Unter 800 Meter Sichtweite dürfte Christoph Hanse aber nicht fliegen. Auch die Wolkenuntergrenze ist wichtig. Verschwinden die Kirchturmspitzen in den Wolken, wird es für die Hubschrauberbesatzung gefährlich. So, dann gucken wir mal. Ich denke mal, dass wir die Elbe erstmal lang fliegen Richtung Lob. Wir gucken mal, dass wir erstmal an dem Mast vorbeikommen. Und an der Hochspannungsleitung, die ja gleich kommt. Ja, den Kirchturm habe ich. Herzinfarkt ist etwas, das sehr häufig vorkommt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen auch an erster Stelle der Sterbefälle. Jetzt müssen wir dazwischen. Pre-Landing-Checks. Landing Light, die sind beide an. Warning Light, off. Caution Light, die sind off. Instruments, die sind normal. Vor jeder Landung müssen die Instrumente gecheckt werden. Der unbekannte Landeplatz könnte Tücken haben. Zum Beispiel kann man aus der Höhe nicht erkennen, wie der Boden geneigt ist, ob Bodenwellen da sind, ob man vielleicht in einer Kuhle landet und an den Rändern das hochgeht. Das sieht von oben einfach alles, jetzt in der Rasenfläche zum Beispiel, sieht einfach grün aus. Das ist total schwer einzuschätzen. Das sieht man erst, wenn man dem Boden näher kommt oder erst, wenn man gelandet ist. Der Landeplatz sollte eben sein.
Ein paar Meter latschen jetzt. Du, lässt sich nicht ändern, ne? Nee. Ist nichts Freies. Müssen wir vielleicht ein Auto anhalten oder so, mal gucken. Mit dem Heli sind die Einsatzkräfte immer schnell vor Ort, aber häufig noch nicht am Ziel. Gerade die letzten Meter können hindernisreich sein. Das ist doch scheiße wieder. Also da gehe ich nicht rüber. Abbestellt. Abbestellt, alles klar. Die sind nicht mehr erforderlich. Der Rettungswagen ist vor Ort und hat festgestellt, dass es offensichtlich doch nicht so schlimm ist und kann dann den Notarzt abbestellen, wenn er meint, dass er nicht gebraucht wird. Und das ist jetzt passiert, haben Rückmeldung gekriegt und jetzt rücken wir wieder ab. Die Stornierung des Einsatzes erspart eine Kletterpartie. Was für ein Glück. Mehr als 30.000 Einsätze hat der Helikopter Christoph Hansa seit Indienststellung absolviert. 3 Stammpiloten wechseln sich ab, 5 Rettungsassistenten und 17 Notärzte bilden das Luftrettungsteam. Geflogen wird nur bei Tageslicht. So bietet sich wenigstens für ein paar Momente ein schöner Ausblick. Es ist einfach herrlich, über der Stadt zu fliegen. Hamburg ist eine sehr schöne Stadt. Nur wer oben ist, sieht im Prinzip, wie viel Grün wir hier tatsächlich haben, wie viele Grünflächen. Und es macht mir immer wieder Freude. Die Freude weicht aber nie der Konzentration, die beim Fliegen immer erforderlich ist. Respekt sollte man immer haben, klar. Wir versuchen natürlich im Team entsprechende Gefahrensituationen zu erkennen, zu analysieren und auch aus dem Weg zu gehen. Nicht? Respekt muss man immer haben, auch beim Autofahren, ist egal, wie man unterwegs ist. Solange man Respekt hat, wird man eigentlich auch nicht unvorsichtig. Die Gefahr ist ja immer, dass es ein Trott wird und Routine, und in der Routine passieren eben halt Fehler, und deswegen ist ein gewisser Respekt einfach sicherlich sehr wichtig. Vom Piloten hängt die Sicherheit der Passagiere ab. Beim Hubschrauber können und müssen aber auch Notarzt und Rettungsassistent zur Sicherheit beitragen. Das hängt schon davon ein bisschen ab, dass die darauf vertrauen, dass ich hier alles richtig mache. Und natürlich ist die Zusammenarbeit, die wir hier vorne haben, der Rettungsassistent und ich, und natürlich auch der Arzt, vor allem bei der Landung, wenn es darum geht, Hindernisse zu erkennen oder mögliche Gefahrenquellen zu erkennen, andere Luftfahrzeuge, Hochspannungsleitungen, Kirchtürme, was hier noch so alles rumsteht, gerade bei Wetterbedingungen, die nicht so schön sind. Man weiß halt nie, wann man sich ausruhen kann. Man weiß nie, wann der nächste Einsatz kommt. Und im Prinzip sind wir ja da, um Leuten zu helfen, um Einsätze zu fliegen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber je mehr, desto besser. Sofern es denn Leute gibt, die krank sind und die Hilfe brauchen. Es gibt natürlich einen Moment, wo man sagt, so, jetzt reicht's, ich muss jetzt was trinken oder ich muss mal auf die Toilette oder ich muss was essen. Die Zeit hat man dann. Die muss man sich dann im Zweifelsfall auch noch mal nehmen. Da wird die Leitstelle eben auch nicht den Kopf abreißen, wenn man sagt, wir müssen mal für 10 Minuten, Viertelstunde raus, weil wir müssen einfach mal was zu uns nehmen. Das ist völlig okay. Zeit für eine Pause hatte die Crew. Jetzt sind die 3 Männer aber schon wieder im Einsatz. Ihr Ziel liegt dieses Mal am östlichen Stadtrand Hamburgs, im schleswig-holsteinischen Lütchensee. In einem Ausflugslokal ist eine Frau zusammengebrochen. Hallo. Hallo. Können wir mit der Polizei mitfahren? Ihr braucht ja nicht ganz zu Fuß rumlaufen. Ja, das machen wir. Wenn wir gerne machen, Ein Rettungswagen ist schon bei der Gaststätte eingetroffen. Mit freundlicher Unterstützung der Polizei sind auch Notarzt und Rettungsassistent schnell da. Ich warte Sie, ne? Vielen Dank. Smakumarisiert, hat einen Herzschrittmacher, erstmaliges Insultregime. Oder DDB, ja. Dann Infusion gelegt. Ja. Unsere Indifferenz. Ja, Passalis-Parese. Während drinnen die Patientin versorgt wird, wartet Michael Gomme am Hubschrauber. Naja, es ist halt so, dass man schon mit relativ wenigen Handgriffen, wenn man möchte, an diesem Hubschrauber etwas kaputt machen kann. Was auch sehr teuer ist, und im Zweifelsfall würde dann dieses wichtige Rettungsmittel einfach vor Ort stehen bleiben müssen, und wir warten auf die Technik. Dementsprechend passe ich auf, dass niemand sich unbefugt an diesem Hubschrauber zu schaffen macht. Also ich
bin in diesem Fall der Taxifahrer für die medizinische Besatzung. Das ist auch nicht unbedingt abwertend. Dadurch kommen sie halt sehr schnell an den Einsatzort und es gibt genauso gut wieder Einsätze, wo wir als komplette Besatzung einen Patienten begleiten, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus bringen. In diesem Fall wird Michael Gomme aber alleine zum Krankenhaus fliegen. Die Patientin mit dem Rettungswagen zur Weide zu fahren, auf der der Heli steht, sie dort über einen Zaun zu heben und über das unebene Gelände zum Hubschrauber zu tragen, wäre zeitraubender, als sie direkt ins Krankenhaus zu fahren. So. Salamon und Gebauer werden die Frau im Rettungswagen auf dem Weg zum Krankenhaus weiter versorgen. Die Patientin hat einen Schlaganfall, so aller Wahrscheinlichkeit nach. Und wir müssen jetzt schnell zusehen, dass wir in ein Hamburger Krankenhaus kommen mit einer entsprechenden Abteilung, die diese Schlaganfälle so schnell wie möglich behandeln können, um dafür zu sorgen, dass etwaige Folgeschäden so gering wie möglich gehalten werden. So, wir fahren jetzt nach Wandsbek mit Ihnen. Können Sie das verstehen? Ja. Okay. Michael Gomme landet auf dem Gelände des Krankenhaus Wandsbek. Diese Klinik verfügt über eine Spezialstation für Schlaganfälle, eine sogenannte Stroke Unit. Rund 280.000 Schlaganfälle ereignen sich in Deutschland jedes Jahr. Kurz nach Gomme erreicht auch der Rettungswagen die Klinik. Sofort kümmert sich ein Fachteam um die Frau. Also das Ereignis ist ja kurz nach 1:30 gewesen, 13:35 Uhr. Wir haben die Patientin jetzt um knappe Stunde später übergeben können in der Klinik. Der Neurologe hat bereits auf uns gewartet, so dass man hoffen kann, dass das Ergebnis hoffentlich ganz gut ist. Man hat eigentlich so ein Zeitfenster bis zu 3 Stunden, sagt man. Es ist mittlerweile ein bisschen verlängert, aber je schneller man da ist, desto besser, desto mehr Hirn kann man hochwahrscheinlich retten. Fälle, die man gerne hat oder an die man sich gerne erinnert, sind natürlich mal Fälle, die gut ausgehen. Da war zum Beispiel einmal jemand, der unter einem 1-Tonnen-Container im Hafen irgendwie liegen sollte und über die Verletzung war natürlich nichts bekannt, weil er da drunter liegen sollte. Letztendlich war dem das Ding auf den Zeh gefallen, vorne auf den Fuß und es war natürlich harmlos. Nicht? Das sind natürlich dann schon Einsätze, die dann auch erleichternd sind und die für den Patienten auch gut ausgehen. Also alle Einsätze eigentlich, die für den Patienten gut ausgehen, stellen dann natürlich auch sehr zufrieden, muss man sagen. Rund 1250 Einsätze fliegt Christoph Hanser jedes Jahr. Michael Gomme und seine medizinischen Begleiter sind schon wieder unterwegs zu einem neuen Einsatzort. Ziel ist ein Einkaufszentrum nördlich von Hamburg in Burgwedel. Wo ist denn da? Der RTW ist da. Der RTW ist dahinter, ja, der steht vorne am Platz. Guck mal da vorne, ob wir da irgendwas zu landen finden, sonst müssen wir hier unten gleich mal schauen. In dem Bereich ist es sehr schwer, eine Landemöglichkeit zu finden und ein Parkdeck ist eigentlich mal ganz gut, weil man weiß, dass die Autos, die da stehen, alle niedriger als der Hauptrotor sind und wenn zwischen den Autos genug Platz ist, dann kann man sich da zwischensetzen. Dazu ist natürlich auch wichtig, dass die Kommunikation innerhalb der Besatzung gut funktioniert. Das heißt, der Arzt guckt nach hinten und zur Seite raus, auf seiner Seite der Rettungsassistent macht die Tür auf und kann nach unten, nach hinten und nach vorne gucken. Und da muss ich mich halt auch darauf verlassen, dass das dann passt. Perfekt eingepackt. Jetzt müssen sie nur noch die Patientin finden. Die befindet sich schon in einem Rettungswagen. Hallo, nicht erschrecken, ich bin der Doktor. Kannst du mich hören? Okay. Kannst du mir einmal sagen, wo es dir weh tut im Moment? Ich hab mir den Finger gebissen. Gebissen? Hast du da bist du getreten, hast dich abgewehrt mit der Hand und so? Mitgeschlagen. Du hast mitgeschlagen? Das waren die Frauen? Die Frauen? Ja. Die eine ist meine Tante. Ach, Die andere Schlampe. Entschuldigung, das ist eine Cousine. Ach so. Familienstreit. Okay, alles klar. Ich dachte schon, ich wäre irgend so ein Kerl, der hier anfängt, die Klamierchen zu hauen. Das Opfer der handgreiflichen Familienauseinandersetzung ist nicht so schwer verletzt, dass es mit Christoph Hanser in ein Krankenhaus geflogen werden muss. In Deutschland haben etwas mehr als 1600 Menschen eine Lizenz als Verkehrs- und Berufshubschrauberpilot.
Michael Gomme hat für sich die richtige Jobauswahl getroffen. Es gibt eigentlich nichts, was ich an diesem Job großartig anders machen wollen würde. Das ist ja gerade das, was diesen Job so interessant macht. Ob man jetzt zum schweren Schnupfen fliegt oder aber zu einer totalen Katastrophe. Und das Befriedigende am Ende des Tages ist, dass man dann Menschen geholfen hat. Und das ist schon das Schöne an diesem Beruf. Das Unvorhersehbare und dass man jemandem geholfen hat. Die Frage, ob ich mich nach einem anderen Job sehne, kann ich klar mit Nein beantworten. Das ist mein Job, den ich immer wollte, und es macht mir irre viel Spaß, obwohl ich das seit 20 Jahren mache. Fliegen und helfen scheint eine sehr befriedigende Kombination zu sein.